Guten Morgen, Freunde und Wanderfreunde. Es ist heute der 31. Oktober und ich laufe in Gemmenich in Belgien, Wallonien, über die Grenze bei Vaals. Eine Wanderung von 22,5 Kilometer. Können 23 werden, weiß ich nicht. Es ist zurzeit 8 Grad, also nicht sonderlich warm. Es kann späten Mittag noch 12, 13 Grad werden. Aber es ist sonnig und es ist auch wolkig. Also wir laufen zum Dreiländereck und dann wieder zurück zu Gemmenich. Also wir werden wahrscheinlich Niederlande sehen, Belgien sowieso, da bin ich ja. Und ich denke auch noch ein bisschen von Deutschland. Werden sehen. Das sieht eher gut aus heute. Es ist Donnerstag. Ja, 31. Oktober. Nein, 13. Oktober, Entschuldigung. Und der 31. Oktober ist morgen, dann ist Samstag, der 1. November. Ja, dann haben wir schon November. Ne? 0,75 Kilometer, Leute, und ich laufe Gemmenich aus. Und es geht ja schon schön den Berg hoch. Ne? Der erste Berg schon, seit ich am Laufen bin. Und dann gehen wir hier weiter den Berg hoch. Da kommt ein Pferdchen. Bonjour. Wie geil ist das denn schon? Unser erstes Pferd am Anfang der Wanderung. Das war es wieder. 1,31 Kilometer sehe ich jetzt am Grenzpfosten und gehe ich die Niederlande hinein. Also das war mal ein Aufstieg, unglaublich. Ich bin endlich oben. Das war ein Aufstieg von über 1 Kilometer. Also ja, wir gehen hier rechts und laufen weiter in die Niederlande. Wir haben 450 Höhenmeter heute. Da habe ich einen Teil schon von absolviert jetzt hier. Am Anfang der Wanderung schon. Und die Pfaden waren da glitschig, nass, matschig. Ja, es war schon ein bisschen Sauerei da. Aber es geht, hier geht es wieder. Ne? Haben vorbei. Ja. Die Route liegt Nach 1,72 Kilometern bin ich ein bisschen von der Route ab, aber das war auch notwendig, denn da war ein Monument, sagte ein Mann, der mich entgegenkam, und bin ich mit dem Mann mitgelaufen. Das war ein Kriegsmonument von Operation Karneval, also Operation Vastelovend, würde ich mal sagen. Da sind einige Leute tot geblieben. Ich glaube auch ein Bürgermeister, dass der Mann sagt, man kann es auf dem Internet alles zurückfinden. Und ja, da bin ich mit dem Mann mitgelaufen. Ne? Das nimmt man natürlich mit auf eine Wanderung. Ja, es ist nicht mehr kalt, denn es war saukalt heute Morgen. Der Wind ist ja kalt. Ne? Aber jetzt bin ich warm gelaufen, nachdem ich den Berg hochgerockt bin. Und dann gehe ich hier wieder rein, wo ich jetzt reingelaufen war, und ich laufe wieder weiter. Ne? Ja, so geht das. Manchmal muss man ein bisschen Glück haben auf einer Wanderung. Und trifft man jemanden, der ja, ein bisschen ortskundig ist. Ne?
nach 2,97 Kilometer ist an der Seite Gemmerich, Belgien. Und wir gehen an diese Seite Richtung Wals. Hier sind wir auch mit dem Auto gekommen. Ne? Ja. Und man muss schon versuchen, sich auf die Beine zu halten heute mit dem ganzen Matsch. Mit dem ganzen Matsch im Wald. Und wir müssen jetzt links auf dem Wanderweg. Okay. Hallo. Ist das ein Wanderweg? Nein, das sind Häuser. Das ist rechts, links auf dem Wanderweg, auf der Seite. Nicht vergessen, ich muss hier runter. Oh je, das ist schon ein Ding. Also Leute, ich packe die Kamera mal weg, dann das hier. Jetzt laufe ich über eine Wiese, ne? Und das ist schön sumpfig. Uiuiui. Und da hat man eine schöne Aussicht. Ne? Das ist mal ein Ding. Ne? Das ist sumpfig. 4,07 Kilometer heute. Und ich laufe jetzt einen Asphaltweg, weil ich habe beschlossen, nicht über die Wiese zu laufen. Hallo. Ganz einfach. Da bei der ersten Wiese, was ihr schon gesehen habt, da bin ich nämlich, da ging es den Hügel runter und da gingen mir geweihte Füße runter raus. Ne? Da lag ich voll auf dem Arsch. Ne? Meine Hose versifft, meine Jacke versifft. Ja, ich habe glücklicherweise Klopapier dabei und habe das Telefon und alles ein wenig sauber gemacht, so gut es geht. Auch die Hose versuche ein bisschen sauber zu machen. Ja. Und jetzt laufe ich hier über eine befestigte Straße noch runter, ne? Nicht über eine Wiese. Und das ist ja ein Problem mit der neuen Komoot, ne? Das ist einfach scheiße. Wir haben 4, Du bist nicht mehr auf der Route. das weiß ich. Automatisches Umplanen ist nicht aktiv. Wir müssen noch Schau auf die 18,9. Karte. Die Route liegt links von dir in 60 Meter. Wir müssen noch 18,9 Kilometer. Nach 5,32 Kilometer nähere ich mich die Frankenhofmühle. Also, ich muss hier in der Nähe sein. ...110 Meter, sagt er. Da gibt es ein Wasser, kann man leider nicht sehen. Frankenhofmühle. Jetzt rechts. Hier steht's. Tatsächlich. Und die ist ach, das ist das. Das Schloss ist das. Da ist ein Weg. Wir kriegen doch wieder etwas zu sehen auf dieser Wanderung. Aber es ist nichts los heute. Ne? Es ist ja Donnerstag, mitten in der Woche. Unterwegs. Und Schau auf die Karte. ja, da möchte ich mich schon umdrehen. Aber ich möchte doch ein paar schöne Fotos machen hier. Von dem Teil, ne? Wenn es möglich ist. Hier ist noch ein Teil der alten Allee. Ja, nicht viel mehr übrig, ne? 6 Bäume, 7, 8, 9 Bäume, so zu sehen. 2, 4,
5, ja 9 Bäume sind noch übrig. Der Rest ist neu. Okay Leute, ich werde mal ein schönes Foto schießen hier und dann sehen wir weiter. 8,6 Kilometer. Und die letzten Kilometer geht es nur noch hoch und hoch und hoch. Das ist unglaublich. Und hier waren wir auch mal, ne? Haben wir auch mal Fotos gemacht. Ja, da bin ich wieder. Boah. Guck mal hier. Das erkennen wir ja, ne? Das sind die Böller, ja. Mit all die Farben, ne? Ja. Heilige Scheiße. Geht das hier hoch? Boah. Das ist Deutschland und Niederlande, ne? Geht das hier hoch? Also ich hoffe weiter den Berg hoch. 8,41 Kilometer, Leute, und hier mal die Flagge. Niederlande, Belgien und Deutschland. Nach 9,87 Kilometer laufe ich den gleichen Weg, als ich gelaufen bin damals mit den Dreiländerbundwanderung. Da gehe ich jetzt wieder rein. Wir sind jetzt zurück in Belgien. Ja, also habe Niederlande, Deutschland glaube ich nicht. Ich habe Deutschland ja entlang die Grenze, aber nicht in Deutschland. Also ist Deutschland, Niederlande, Belgien so zu sehen, die Wanderung bis heute. Und wir gehen zurück, das gleiche Pfad, das wir damals mit die 3 Ländereckwanderung auch gelaufen haben. Folge dem Weg 150 Meter. Das geht ja schon wieder runter, ne? Und wir haben nur noch 10 Meter bis zum 10 Kilometer, also ich muss irgendwo eine Pause machen. Das werde ich auch noch machen. Nach 11,8 Kilometer und 11,3 zu gehen, habe ich die Mitte der Wanderung erreicht. Nach unzählbaren Höhenmeter, Pfaden, die kaum zu sehen waren oder gar nicht zu sehen waren. Und natürlich auch Höhe, wie muss ich sagen, Mauern, ne, wo ich gegen auf müsste. Ne? Da waren richtige Mauern dabei. Also das war unglaublich. Und wir laufen eigentlich entlang die niederländisch-belgische Grenze jetzt. Und da steht ein Kreuz, ein großes Kreuz. Große Stadtmauer, grüne Stadtmauer steht hier. Also eine grüne Stadtmauer. Okay, das ist Deutsch. Wir sind hier auf Deutsch. Wir sind hier in Deutschland, okay. Mein Jesus Barmherzigkeit 1969, okay. 1969 stammt das Ding. Ja Leute, 12,8 Kilometer. Wir haben eine kleine Pause, dann ich laufe hier wieder einen Berg hoch, der mich in den Arsch tretet. Ne? Also, der nächste. Und ja, eine kleine Pause. Und dann müssen wir noch ungefähr 10, 11 Kilometer bis zum Auto. Ne?
Es geht gut. Ich laufe da immer. Aber ich schon richtig zerschossen. Ne? Boah. Und ich muss die Weißhügel ja auf und nicht runter. Das ist das Problem. Das sind zu viele, die ich auf muss. Jetzt muss ich wieder hoch. Ne? Unglaublich. Und bisher bin ich noch auf die Beine geblieben. Nur einmal da in die Wiese bin ich flach gegangen, aber jetzt schaffe ich es einigermaßen auf die Beine zu bleiben hier. Die Sonne scheint, es ist kalt, ja, naja. Übermorgen ist 1. November, ne? Also kann man ja nicht mehr erwarten, dass es noch 20 Grad wird. Im Wald ist es sowieso kälter, weil die Sonne nicht an dich rankommt. Also Leute, ich mache meine Pause weiter und dann werden wir sehen, was wir noch weiter zu sehen bekommen auf diese Wanderung. Aber ich denke, dass es meistens Wald wird. So. Nach 13,7 Kilometern gehe ich hier wieder richtig den Hang runter, Leute. Und ja, da hat ein Auto bei mir angehalten, ein rotes Auto. Und da saß ein Mann drin, der fragte, ob ich einen älteren Herr habe gesehen mit einer roten Jacke. Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht gesehen. Aber was soll ich machen mit denen, wenn ich den sehe? Soll ich den erschießen? Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. So ein Schwein bin ich auch wieder nicht. Aber nein, da sind Sie ein Mann im Suchen, ein älterer Herr, sagt er. Den suchen Sie jetzt. Und ja, ich sage, wenn ich ihn sehen würde, dann werde ich einfach die Polizei anrufen. Ne? Und das war ein deutsches Fahrzeug aus Aachen, wo der Mann drin saß. Also, da ist scheinbar einer verschwunden aus einem Altenheim oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das heute, die Wanderung hat ja alles in sich. Ne? Man fliegt auf dem Arsch, man wird angesprochen durch ein Auto, dass man ein Herr am Suchen ist. Also ich kann alles nicht glauben heute. Das wird ja eine super spitze Wanderung heute. Und die Zahlen sind schon einstellig. Ne? Brauchen noch mal eine gute 9 Kilometer bis zum Auto. Und ich gehe weiter hier den Berg runter. Und es ist glatt, viele Blätter. Ich muss schauen, wo ich trete, dass ich nicht im Matsch versinke. Also es ist schon etwas hier. Und hier kommen zwei Pfaden zusammen, sehe ich. Und hier wird es sehr, sehr fies. Sehr schmutzig wird es hier. Ui, ui, ui. Dornengestrüpp, ja, natürlich. Ja, wir müssen hier nach rechts. Seht ihr den Matsch mal an hier? Heiliger Scheiße. Oh la la. Okay. Ich gehe wieder weiter nach unten. Richtung Gemmerich. (15,8 Kilometer). Und da gibt es ein Wasser. Tja. Auch dass man sehen kann zwischen den Bäumen durch. Ja, da gibt es ein Wasser. Und nach 180 Meter muss ich nach rechts. Das hier war wieder ein Stück von einem Kilometer. Sehr gut zu laufen. Kleine Stücken mit Matsch, aber irgendwie doch gut zu laufen. Und es liegen überall sehr viele Bäume flach. Sehr viele. Die Leute haben immer einen Trampelpfad gemacht, ne? Drumherum. Ja, so macht man das. Da kommen wir an eine Brücke, Leute. Und wir haben jetzt (18,7 Kilometer) und noch 3,45 zu gehen. Ja, ich hatte einen Planungsfehler gemacht. Ich musste nämlich nach rechts, da sagte er, aber das war ein Planungsfehler. Ich hatte einen Marker
falsch angesetzt. Da muss ich da nach rechts ein Stück laufen und dann wieder zurück. Ne? Also das war Humbug. Ach, das ist die Bahn hier. Ja, das ist die Bahn. Bonjour. Hallo. Und dann kommen wir zurück in die Zivilisation weiter. Tja. Rechts auf Weg, sagt die. Das ist hier. Ah, gehen wir wieder im Busch. Okay. Geil. Gehen wir aus die Zivilisation. ...20 Kilometer, Leute. Ein paar Kilometer bis zum Auto. Aber in dieser Landschaft ist es schon richtig hart. Muss ich schon sagen. Willkommen bei der Abmoderation von die Gemmenich 3 London Eckwanderung 30.10.2025. Ja, was war mich das denn für eine Wanderung, ne? Das fühlte sich an, als es mehr hoch als runter ging, aber es waren doch etwas mehr runter als hoch. 480 Meter gegen um 490 Meter, ne? Und natürlich mal schön auf dem Arsch gelandet, ne? Schön im Matsch, im Wasser, jawohl, das ist unglaublich, das war richtig super, also ja. Das letzte Mal, dass wir das hatten, war ja bei den Bünderbos-Wanderungen, ne? Da bin ich ja auch voll im Matsch gelandet. Scheiße. Mann, ist das glatt hier. Heiliger Scheiße. Meine Jacke versucht. Und von danach ist es eigentlich immer gut gegangen. Aber jetzt war es dann wieder soweit. Leider. Kann man nichts machen. Also die Wanderung in Gemmenich, das war eine sehr schöne Wanderung, sehr schöne Umgebung, jawohl, war absolut geil. War sehr schwer, ich war richtig kaputt nach die Wanderung, richtig kaputt. Und ja, wir haben natürlich den Anfang gemacht in Gemmenich. Da steht die A, da hatten wir unser Auto stehen. Und von da an haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht, ne? Von den Brunnen hier haben wir ein Foto gemacht, ja, natürlich. Und da war noch ein zweites Foto. Das war nämlich das Jesu-Denkmal, ne? Da habe ich auch gleich ein Foto von gemacht, damals. Ja. Das waren gleich am Anfang 2 Fotos. Dann gingen wir rum. Da war die Kirche hier, die wie heißt die wieder? Lambertuskirche. Da habe ich dann auch mal ein paar Fotos von gemacht. Ne? Das war die beste der 2 Fotos. Das war ein bisschen, da kamen glücklich die Wolken davor, denn da war die Sonne an der Seite. War ein bisschen schwierig zu sehen. Dann sind wir rausgegangen aus Gemmenich. Da ging es richtig den Berg hoch, das war absolut der Hammer. Und dann kamen wir hier bei einem Fernblick.
Und hier steht, was man alles sieht in der Ferne. Ne? Eine Kirche sieht man hier und ja, was ist das alles? Ein Turm sieht man hier, das steht alles. Man sieht das im Video ja viel besser als hier. Und das war der Fernblick selber. Ja, das muss der Fernblick sein. Ja. Dann haben wir ein Stück weiter gelaufen. Haben wir im Wald noch ein schönes Foto gemacht. Ne? Man sieht mit den Blättern, man sieht kaum das Pfad. Da war ein Stück weiter zusammen gar kein Pfad. Schöne Pilze gab es auch, ja. Kann man essen, ne? Also die meisten Pilze kann man essen. Also da sind nur wenige, die giftig sind. Also ich sage immer, alle Pilze kann man essen, nur da sind einige dabei, die kann man nur einmal essen. Aber okay, eine Kleinigkeit hält man ja immer, ne? Sind wir weitergelaufen nach oben und da in die Ecke, da war noch ein schönes Kreuz. Da liegt nicht etwas auf dem Baumstamm, habe ich nicht gesehen, aber okay. Dann sollten wir eigentlich hier nach oben laufen, aber da kam mir ein Mann entgegen und der hat gesagt, es gibt ein Denkmal hier, ein Kriegsdenkmal. Und dann bin ich zurückgelaufen mit dem Mann zu dem Kriegsdenkmal, das war hier. Das war das Denkmal von, ja, wie hieß der gute Mann? Josef Serve oder so etwas. Bei seiner Pflicht für König und Vaterland ist die hier gefallen, ja. Ja, König, Vaterland. Vaterland, okay, König. Das, auch Königin steht da sogar. Ach so. Das war eine Königin, ja, das war natürlich die Wilhelmina damals, die dem Land verraten hat. Ne? Erst damals hat die das Land verlassen, in 13. Mai 1940. Und ja, da hat sie Artikel 21 oder Paragraph 21 hat sie da aktiviert. Und seitdem besteht die Niederlande gar nicht mehr. Was ihr da seht, ist einen großen Schwindel. Es ist eine Firma, die sich aus Niederlande verkauft. Und die Einwohner der Niederlande, die sind so dumm und die kapieren das einfach nicht, dass sie komplett verarscht werden durch diese Nazis. Aber okay, kann man haben. Ne? Also der gute Mann, der ist geboren 23. April 1924, also wir sind jetzt in 2024, 25 schon, also das ist schon 100 Jahre her, dass der Mann geboren ist. Ne? Das ist schon ein Weilchen her. Und 20. März 1945 ist er gefallen. Eigentlich noch vor das Ende, ne? Das sogenannte Ende des Zweiten Weltkriegs, soll man ja sagen, ne? Weil Deutschland hat ja nur einen Waffenstillstand unterschrieben, ne? Also damit beendet man keinen Weltkrieg, auch Deutschland nicht. Auch damit haben die uns wieder komplett verarscht. Es ist unglaublich, wie die uns verarscht haben, diese Arschlöcher. Ja, dann sage ich, ja, da waren doch die Tribunale in Nürnberg, ja, das war auch ja ein Wachsnase, ne? Da haben sie auch uns mit um die Nase geführt. Denn da haben sie nur ein paar Leute aufgehängt. Und der Rest hat der Prinz Bernhard von dem Nazi-Königshaus hier in den Niederlanden, der hat die ja alle zu Nord-, Südamerika und Kanada verfrachtet, die Nazis. Und von daher haben sie sich ja über die ganze Welt ausgebreitet. Da sitzen wir ja jetzt, ja. Also man kann es einfach nicht fassen, ne? Okay, das war mal ein Stück über den Zweiten Weltkrieg und die Geschichte, die wirkliche Geschichte, nicht die Geschichte, die ihr in die Schule kriegt, das ist alles kompletter Humbug, alles gelogen. Und dann gehen wir weiter, mal schauen, wo sind wir geblieben. Dann liefen wir hier nach oben und hatten wir hier noch ein schönes Foto gemacht, ja, das war von den DAX, ne, da sollte auch ein DAX-Bau sehen, da habe ich nicht ganz mitbekommen, aber ist nicht schlimm. Es war doch schon ein schöner Fernblick da. Und da habe ich mal sehen, 3 Fotos gemacht, also 3 Stück, da muss man weiterschauen. Ah ja, das war die Beschreibung und das war der Fernblick. Ja, das alles komplett, ja. Dann gingen wir weiter und seht schon, es ging hoch, es ging runter und dann kamen wir da in
Wellhaag oder so etwas. Was ist das hier? Wolfhagen. Ach ja, Wolfhagen kamen wir da. Ein Stückchen durch Wolfhagen. Aber noch so ein kleines Dörflein hier. Und dann hatte ich wieder ein Foto gemacht. Und das war das Kreuz. Okay. Ja, da steht nicht bei, was das ist da, aber das ist schon in der Nähe von Waals, ist das. Dann sind wir weitergelaufen und hier gingen wir dann zu die Frankenhofmühle. Da gab es ja die Rinder, die da im Schlamm standen. Ne? Da gab es einen schönen Fernblick. Muss mal sehen, wo ist die Frankenmühle? Wo ist die Frankenmühle? Ah, hier ist sie. Da ist die Frankenmühle. Leider war da niemand. Das war natürlich Donnerstag, das war in der Woche. Ja, ich habe die Mühle selber nicht sehen können. Also das Mühlenrad. Aber es scheint zu existieren, wie auf dem Foto steht. Naja, kann man nichts machen. Ah ja, das hier ist die Frankenmühle, die liegt hier oben und hier standen die Rinder im Schlamm. Ne? Und hier habe ich den Fernblick gemacht und hier war auch noch ein Wasser, aber das konnte man nicht sehen. Durch die Hecke. Ne? Und dann sind wir wieder zurückgelaufen und dann kamen wir hier beim nächsten Fernblick. Das war das Fernblick, ja. Das Herbst ist eigentlich schon geil, ne? Weil man sieht hier die Wolken, das ist schon, macht schon richtig geile Fotos. Dann haben wir weitergelaufen nach unten, wieder nach oben, dann kommen wir hier in Vaals. Und da haben wir auch noch ein Kreuz fotografiert in Vaals. Entlang Vaals unten, man sieht schon, wir sind nicht richtig reingegangen in Vaals. Hier nach unten und dann gingen wir durch den Wald wieder, man sieht das alles Wald, bis zum Dreiländereck, das war hier. Dreiländereck, das war hier, ja. Und da habe ich auch einige Fotos gemacht, hier das, der Wagen mit, die Menükarte ist das ja. Ja. Die Flaggen, die Fahnen, die man kaum sieht, ne, weil ja, es gab kaum Wind hier. Dann gab es noch ein Denkmal da, 1986 Euregio, 10 Jahre, okay. Hier sieht man die Fahne etwas besser, ja. Auch schlaff, aber man sieht ja die Farben richtig. Belgien, Niederlande, Deutschland. Und dann sind wir wieder ein Stück zurückgelaufen, wie wir auch damals beim Dreiländenwanderung gelaufen sind. Dann sind wir in Deutschland reingegangen und dann habe ich wieder ein Foto gemacht hier im Wald. Man sah kaum ein Pfad. Zwischen wo ich richtig schauen laufen muss, weil alles ist voller Blätter. Ich muss schon sagen, es hat schon auch seine Vorteile, die Blätter, ne? Weil wenn man nämlich durch den Matsch läuft, da sind Blätter drüber, dann geht das etwas besser, als wenn keine Blätter drüber sind. Muss ich schon sagen, man muss nur aufpassen, dass man nicht auf die Fresse geht, weil es kann glatt sein. Das war auch ein Kreuz, ja. Es gab ja Kreuzer. Dann sind wir weiter durch Deutschland gelaufen. Das ist alles Deutschland hier. Das hier ist das Preußwald. Der Ort Preußwald ist das hier. Preußwald, okay. Hat hier mal ein Kreuz fotografiert in Deutschland? Ja. Das war dieses Kreuz. Ne, dieses Kreuz, das war die Aachener Pilger 1960. Das ist das Kreuz hier. Das liegt hier auf der Eck. Dann gingen wir nach unten. Da habe ich noch ein paar Pilzen fotografiert. Ist ja Herbst, ne? Bis 21. Dezember. Dann haben wir hier unten noch gelaufen, da habe ich ein bisschen, was ist da denn? Ah ja,
Da bin ich reingelaufen, da war gar nichts. Das war der Kobalt, ne? Und da war dieser Fernblick dabei, glaube ich. Ja, das muss der Fernblick sein mit der Kobalt. Ja, das ist der Fernblick bei der Kobalt, stimmt. Und dann gehen wir weiter. Und dann gingen wir wieder über die Grenze irgendwo hier. Man sieht eigentlich nicht richtig, wo die deutsche Grenze ist. Aber hier waren wir wieder zurück in Belgien. Ja, hier waren wir zurück in Belgien, stimmt. Da habe ich auch noch ein paar Pilze fotografiert. Und dann kamen wir unter die Brücke durch, ne, von die Bahn. Dann gingen wir nach rechts. Rüde. Ja, da hatte ich mich ein bisschen verlaufen, sehe ich. Ja, auch wieder. Da gab es manchmal richtig Probleme mit Laufen. Dann gingen wir nach unten und dann hatte ich hier noch ein schönes Foto gemacht von einem Kreuz in Belgien. Ja. Dann gehen wir rundherum und dann waren wir schon wieder zurück in Gemmenich. Da habe ich hier noch das eine Foto gemacht. Ja, das ist auch in Gemmenich, ne? Das ist schön, da sieht man noch einen Turm da hinten. Also auch ein sehr schönes Foto. Und dann waren wir wieder zurück beim Auto. Das Ganze dauerte 5 Stunden und 26 Minuten, 22,4 Kilometer, 4,1 Kilometer pro Stunde. Ja, es war sehr steil. Es gab sehr steile Steigungen, also da konnte ich nicht sehr schnell laufen. Und auch wenn es glatt war, den Hang ab, ne, dann war es auch, ging es auch ganz langsam. Manchmal muss man, ja, war es sehr schwierig auf die Beine zu bleiben. Es ist schon relativ matschig in dieser Zeit. Ne? Es gibt viel Regen und dann weichen die Faden auf und dann hat man richtig, ja, die Kacke am Dampfen. Ne? Ja, das war es eigentlich für diese Wanderung. Die nächste Wanderung ist auch schon bekannt. Geplant. Nach Schloss Trips. Da gehen wir, starten da an, das ist der Anfang in Geilenkirche und dann gehen wir rund um Geilenkirche gehen wir wandern. Ja. Also das wird auch eine schöne Wanderung garantiert. Die ist 26,5 Kilometer. Die hat nur 100 Höhenmeter, also das ist nicht so viel. Also das wird für Samstag ist die geplante 8. November. Es wird dann auch so 12 bis 14 Grad, also nicht sonderlich warm. Ein bisschen sonnig und wolkig. Ich denke ungefähr das Wetter, was wir auch in Gemmenich haben. Dass wir das auch Samstag haben. Gut Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Auf dem Telefon gibt es so einen Hyper-Button für YouTube. Ja, drück mal drauf, ne? Das gibt den Kanal auch einen Boost. Schreiben einen Kommentar, was ihr von der Wanderung fand. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, nachdem ihr einen Daumen hoch habt gegeben. Ja, naja, okay. Das muss man eigentlich sagen, das müssen die Leute ja selber wissen. Ne? Also, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, schöne Woche, besser gesagt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo.